Der Wahlsieg der griechischen Syriza-Partei bewegt ganz Europa. Der neue Präsident Alexis Tsipras hat seinem Volk versprochen, die Auflagen des europäischen Kreditprogramms für Griechenland zu reformieren, weil sie in bisheriger Form die griechische Wirtschaft zerstört haben und als Unterdrückung verstanden wurden. Für Finanzminister Yannis Varoufakis hat dieses Instrument der Unterwerfung einen Namen: die Troika. Daher fordert er vom deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble einen New Deal. Europa hat jetzt mit unserer Regierung eine Chance. Wir sind neu gewählt. Wir haben den Schwung, mit der Business-as-usual-Mentalität Schluss zu machen. Wir sagen unseren europäischen Partnern, euch mag nicht gefallen, dass wir gewählt wurden, weil wir eine linke Partei sind. Aber benutzt uns, um in Griechenland ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und genauso in Europa. Hier in Athen im Frühling 2010 hat es begonnen. Der griechische Staat war überschuldet, aber die anderen Euro-Staaten wollten unbedingt einen Bankrott Griechenlands vermeiden und deswegen sorgten die Euro-Finanzminister mit Milliardenkrediten aus ihren Staatskassen dafür, dass Griechenland solvent blieb. Im Gegenzug musste sich Griechenland aber einer Institution unterwerfen, die in keinem europäischen Vertrag und in keiner Verfassung jemals vorgesehen war: der Troika, einem Verbund aus Internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission, damals noch unter Barroso. Und so erhielt eine kleine Gruppe von Beamten die Macht, das ganze Land nach dem Willen der Gläubiger zu verändern und umzugestalten. Und kein Parlament hat bis heute die Möglichkeit, diese Beamten zu kontrollieren. Ein Jahr lang haben wir auf den Spuren der Troika recherchiert. In Portugal, Zypern, Irland, in Brüssel, London und Berlin, in den USA und in Griechenland. Das Ziel der Troika-Programme war, die Krisenländer aus der Überschuldung zu holen und ihre Wirtschaft auf Wachstumskurs zu bringen. Aber das ist gescheitert. Die Staatsverschuldung ist in allen Krisenländern höher als je zuvor. Die Volkswirtschaften versanken noch tiefer in der Rezession und zig Millionen Menschen verloren ihre Arbeit und leiden Not. Wenn Hippokrates das sehen würde, würde er sich im Grab umdrehen. Mein Land ist verschuldet. Man hat Geld genommen und unterschlagen. Aber das waren doch nicht wir. Wenn ich bis nächsten Juni keinen Job finde, habe ich keine andere Wahl. Ich muss auswandern. In 30 oder 40 Jahren wird Portugal 4 Millionen Einwohner weniger haben. 40% der Bevölkerung. Ja. 60–70% der Leute, die ich kannte, sind weg. 60–70% weg? Ja, ausgewandert. Nach Australien oder Kanada, um Arbeit zu finden. Hier gibt's keine. Aber es heißt, mit Irland geht es wieder aufwärts. Mehr als 60.000 neue Jobs soll es geben. Wo? Nicht in Irland. Was also ist schiefgegangen? In Griechenland hat einer die Fehler des Troika-Programms schon früh klar benannt: der Wirtschaftswissenschaftler Yannis Varoufakis. Im Sommer 2014 ahnte er noch nicht, dass er bald Finanzminister seines bankrotten Staates sein würde. Die Troika hat unsere Hauptstädte heimgesucht. In Dublin, Lissabon und in Athen spielte sie die Rolle des gierigen Geizhalses Ebenezer Scrooge, wenn es um die Krankenhäuser ging. Sie bestand darauf, dass die Putzfrauen des Finanzministeriums, die für einen Mindestlohn arbeiteten, gefeuert wurden, um die Ausgaben zu senken. Jetzt behaupten die verantwortlichen europäischen Politiker wie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble, es habe keine Alternative zu den tiefen Einschnitten im griechischen Budget gegeben, weil das Defizit und die Schulden einfach zu hoch waren. Wenn sie Griechenland und den europäischen Finanzmarkt wirklich hätten stabilisieren wollen, hätten sie einen sofortigen Schuldenerlass für Griechenland bewirken müssen. Stattdessen haben sie das Finanzwesen destabilisiert. Sie haben ein unhaltbares Schuldenproblem geschaffen und das wird als einer der schlimmsten Momente in die Geschichte unseres Kontinents eingehen.
Die Krise in Griechenland entstand, weil die griechischen Regierungen über Jahrzehnte mehr ausgaben als Einnahmen. Trotz einer bedrohlichen Schuldenquote bescherte der Beitritt zur Eurozone dem Land zunächst sinkende Zinsen. Das verleitete griechische Politiker dazu, Tausende neuer Posten für ihre Parteigänger und Prestigeprojekte wie die Olympischen Spiele von 2004 mit noch mehr Krediten zu bezahlen, die Banken aus ganz Europa ihnen bedenkenlos gaben. Rund 7 Milliarden Euro kosteten die Sportstätten, die schon wieder verfallen. Und noch mehr Geld wurde für Rüstung ausgegeben. Das kleine Griechenland hatte, gemessen an der Bevölkerung, den höchsten Wehretat der ganzen NATO. Panzer, Fregatten und U-Boote brachten französischen und deutschen Herstellern Milliardengeschäfte, die sie noch mit Bestechung beförderten. So waren Deutschland und Frankreich Gewinner des griechischen Schuldenbooms. Aber die Mitverantwortung der Banken und Schmiergeldzahler aus ihren eigenen Ländern kümmerte die Regierungen in Berlin und Paris nicht, als Griechenland schließlich im Jahr 2010 vor der Pleite stand. Die klugen Leute in Brüssel, in Frankfurt und auch in Berlin wussten schon im Mai 2010, dass Griechenland niemals seine Schulden zurückzahlen wird. Aber sie haben so getan, als sei Griechenland nicht bankrott, sondern habe nur gerade nicht genug flüssige Mittel. In dieser Lage, dem insolventesten aller Staaten den größten Kredit der Geschichte zu geben, wie drittklassige korrupte Banker, das war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Damit zwangen sie Griechenland in eine Dauerverschuldung ohne Ende. Und sie brachten eine stolze Nation gegen die andere auf. Denn dem deutschen Arbeiter, der sich 8 bis 10 Stunden am Tag abplagt und trotzdem mehr oder weniger an der Armutsgrenze lebt, wird von seiner Regierung erzählt, unsere Krankenhäuser müssen sparen. Aber wir geben den Griechen 110 bis 130 Milliarden Euro. Dabei ging das Geld gar nicht an die Griechen. Dieses Geld hat nie ein Grieche gesehen. Es ging an die Banken. Das meiste Geld ging an französische und deutsche Banken. Sie haben die Griechen und die Deutschen belogen. Den Griechen erzählten sie, wir haben den Bankrott vermieden, und den Deutschen, weil die Griechen unsolide sind, bestrafen wir sie nun mit Sparpolitik. Aber wir leihen ihnen Geld aus europäischer Solidarität. Washington, der Sitz des Internationalen Währungsfonds. Dessen Experten haben jahrzehntelange Erfahrung damit, Schuldenkrisen zu managen. Darum holten die Euro-Staaten den IWF als Kreditgeber mit ins Boot. Über die Kreditvergabe entscheiden die Exekutivdirektoren, die die Mitgliedstaaten vertreten. Als der Fall Griechenland anstand, gab es im IWF jedoch Widerstand. Paulo Nogueira Batista, als Exekutivdirektor für Brasilien, Mitglied des 24-köpfigen Vorstands, spricht für die Kritiker. Für Griechenland wäre eine Umschuldung gleich zu Beginn besser gewesen. Das war die große Frage, die im IWF zu jener Zeit aufkam. Nach dem Reglement des IWF konnte das nur geschehen, wenn die Schulden des Kreditnehmers als fristgerecht rückzahlbar angesehen wurden. Und die IWF-Mitarbeiter sträubten sich dagegen, das zu bestätigen. So geschah es, dass die Regeln der Lage angepasst wurden. Das war ein ziemlich schlechter Moment für den IWF. Die internen Regeln des IWF wurden über Nacht nur wegen Griechenland geändert? Mich hat damals besonders die intransparente Art gestört, in der die Regeln geändert wurden. Man musste einen langen Bericht sehr genau lesen, um zu verstehen, dass man das gemacht hatte. Es war kein Punkt auf der Tagesordnung? Es stand nicht explizit auf der Tagesordnung. Es war eine Fehlentscheidung zu einem hohen Preis unserer Reputation. Aber warum inszenierten die Europäer diesen heimlichen Putsch beim IWF? Der frühere Berater des EU-Kommissionspräsidenten Barroso war ganz nah dran an den Entscheidern. Die IWF-Mitarbeiter wurden von ihrem Direktor Dominique Strauss-Kahn überstimmt. Er wollte französischer Präsident werden und daher den französischen Banken keine Verluste aufbürden. Gleichzeitig warnten auch die deutschen Banken Angela Merkel sehr eindringlich davor, ihnen die Verluste aufzudrücken.
Die Regierungen der Eurozone haben dann entschieden, so zu tun, als sei Griechenland nur vorübergehend in Schwierigkeiten. Sie umgingen die gesetzliche Grundlage, auf der der Euro basiert: das Verbot des Zahlungsbeistands zwischen den Staaten. Sie haben Griechenland Geld geliehen, nicht um die griechische Regierung zu retten, sondern französische und deutsche Banken, die leichtsinnig der insolventen griechischen Regierung Geld geliehen hatten. Wissen Sie, um welche Summen es bei den deutschen und französischen Banken ging? Bei den französischen Banken ging es um 20 Milliarden und bei den deutschen Banken um 17 Milliarden Euro. Und so wurde verhindert, dass Griechenland sofort einen Schuldenerlass bekam. Die Konsequenzen waren den Verantwortlichen von Anfang an klar. Der damalige griechische Delegierte beim IWF hat den Beweis dafür. Der fehlende Punkt in diesem Programm war die Umschuldung. Umschuldung heißt Schuldenerlass, oder? Die Schulden erlassen und die privaten Gläubiger mit einbeziehen. Die Europäer hatten den Griechen ein strenges Reformprogramm auferlegt. In einer kurzen Zeit, 3 oder 4 Jahre. Und die Experten des IWF zweifelten von Anfang an seinem Erfolg, weil die Zeit zum Ausgleich des Haushaltsdefizits so kurz war. Im März 2010 sandten die Experten des IWF eine E-Mail an die Europäische Kommission. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen zeigen, was Sie geschrieben haben. Ja, bitte. Dieses Programm wird die heimische Kaufkraft drastisch einschränken und eine tiefgreifende Rezession auslösen, die das soziale Gefüge ernsthaft gefährdet. Sie haben das von Anfang an gesagt. Das heißt, Griechenland wurde für die Stabilität des globalen Finanzmarktes geopfert? Genau so war es. Das hier war eine beliebte Einkaufsgegend. Aber jeder zweite Laden musste schließen. Das ist eines der wenigen Zeichen der Krise. Ansonsten sieht man nicht viel davon. Stimmt, man sieht die Krise kaum. Das liegt hauptsächlich an der großen Solidarität innerhalb der Familien. Dadurch wird sie nicht so sichtbar. Harald, das ist Herr Kostas. Herr Kostas entschuldigt sich, dass es kein Licht gibt. Der Laden ist in einem chaotischen Zustand. Wie lange steht er schon leer? 20 Monate. Die Miete betrug hier 900 Euro. Ja, dann 800, 700, 600 und jetzt 500 Euro. Was wird jetzt aus Ihrem Geschäft? Ja, was soll ich machen? Ich würde auch für 400 Euro vermieten. Aber ohne Nachfrage? Keiner hat das Geld dafür. Dann besser verkaufen oder verschenken. Verschenken, ja. Aber verkaufen? Was? Es verkauft sich nicht. Vor der Krise, bevor die Sparpolitik wirkte, konnte man noch behaupten, dass Sparpolitik gut für die Wirtschaft sei. Es war eine verbreitete Meinung. Aber nun haben wir die Erfahrung und wissen mit überwältigender Klarheit, dass Sparpolitik in der Tat bewirkt, dass die Wirtschaft schrumpft. Und das um weit mehr als nur 1:1 im Verhältnis zu den Kürzungen. Was heißt das für die europäische Wirtschaft? Es besteht ein deutlicher, klarer Zusammenhang zwischen Sparpolitik und dem wirtschaftlichen Niedergang. Sie haben es also noch schlimmer gemacht. Was viele Menschen schwer verstehen und, wenn ich so sagen darf, was vor allem die Deutschen schwer verstehen, die Wirtschaft ist ein Kreislauf. Das Geld fließt. Sie kaufen von mir, ich kaufe von Ihnen. Meine Ausgaben sind Ihre Einnahmen. Ihre Ausgaben sind meine Einnahmen. Wenn man nun sagt, die Leute müssen weniger ausgeben, wenn jeder weniger ausgibt, dann sinken die Einnahmen.
Wenn man also sagt, der private Sektor ist überschuldet, hier muss gespart werden und der öffentliche Sektor muss ebenfalls sparen, wem verkaufen wir dann noch etwas? Das kann nicht funktionieren, wenn es alle gleichzeitig machen. Warum wird es trotzdem gemacht? Deutschland schaut auf seine eigenen Erfahrungen und sagt, nun, wir haben unsere wirtschaftlichen Schwierigkeiten der späten 90er mit dem Sparprogramm von 1999-2000 in den Griff gekriegt. Und nun geht es Deutschland gut. Warum können es die anderen nicht genauso machen? Die Antwort ist, in Deutschland ging das nur gut wegen der hohen Exportüberschüsse. Und die waren nur möglich, weil es einen schuldenfinanzierten Boom in Ländern wie Spanien gab. Und nun sagt Deutschland zu Spanien, macht es wie wir, aber wir werden nicht tun, was ihr gemacht habt. Deutschland blickt nur auf seine eigenen Erfahrungen und denkt, dass Sparpolitik funktioniert. Doch es kommt auf den Kontext an. Die Troika entschied oft völlig willkürlich. In Griechenland erzwang sie, was ihre Auftraggeber im eigenen Land niemals tun würden. Eine Begrenzung der Ausgaben im Gesundheitswesen auf nur 6% der Wirtschaftsleistung. Im europäischen Durchschnitt sind es 8% und in Deutschland sogar 10%. Gleichzeitig schrumpfte die Wirtschaft aber radikal, sodass die frühere konservative Regierung den Gesundheitsetat um insgesamt 1/3 kürzen musste. Die Folgen sind verheerend. Rund 3 Millionen Menschen, 1/4 der Bevölkerung, ist ohne Krankenversicherung und erhält keine medizinische Versorgung. Fast 40% aller Krankenhäuser wurden geschlossen. Und die Hälfte der 5000 Ärzte in den öffentlichen Polikliniken entlassen, was eine medizinische Katastrophe ist. Hunderttausende finden in den öffentlichen Kliniken und Praxen keine Ärzte mehr, die sie behandeln. Darum haben Freiwillige in ganz Griechenland provisorische Ambulanzen gegründet, um die schlimmste Not zu lindern. In dieser Behelfsklinik in Athen arbeiten 100 Ärzte und 200 Helfer unbezahlt in ihrer Freizeit. Zum Glück helfen Bürger aus Deutschland und Österreich mit Spenden und leisten die europäische Solidarität, die ihre Regierungen verweigern. In unseren Medien heißt es, das griechische Gesundheitssystem sei ineffizient, aufgebläht und die Ärzte seien korrupt. So wird es in Deutschland berichtet. Das Gesundheitssystem war reformbedürftig, in großem Maße. Aber es brauchte eine Reparatur, keine Katastrophe. Das, was in unserem Land passierte, war keine Reparatur der Fehler, die es zur Genüge gab, sondern all das Gute, das es gab, wurde kaputt gemacht. Heute gibt es in meinem Land, in Griechenland, kein Gesundheitssystem mehr. Im ganzen Land sterben heute Hunderte von Menschen. Hunderte von Menschen jeden Monat, nicht etwa in einem Jahr. Sie sterben und diese Zahl wird nirgends erfasst. Aber wir Ärzte wissen das. Denn ein Kranker, der keinen Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem hat, ist dazu verurteilt, zu sterben. Die Troika sagt uns, dass nicht wir schuld seien, die griechische Regierung mache es falsch oder irgendein Minister. Wenn man aber die Memoranden genau liest, vom ersten bis zum letzten Satz, sieht man das alles, wirklich alles, was im Gesundheitswesen passierte, selbst die Entlassung von Ärzten und Pflegepersonal, im Memorandum bereits festgeschrieben war. Es waren Auflagen der Troika. Warum wurden diese Maßnahmen ergriffen? Weil wir wirtschaftliche Probleme haben? Aus Unfähigkeit? Aus Dummheit? Nein, nichts von alledem. Sie haben eine Ideologie. Wer Geld hat, lebt. Wer kein Geld hat, stirbt. Bei den Kranken haben die Troikaner bis heute keine Skrupel. Aber sie sahen weg, wenn die reichen Eliten den Staat betrügen. Im Oktober 2010 übergab Frankreichs Finanzministerin Christine Lagarde ihrem griechischen Kollegen eine Liste mit mehr als 2000 Namen von griechischen Staatsbürgern, die bei der Schweizer Filiale der Großbank HSBC Konten unterhielten. Allein bei dieser einen Bank hatten reiche Griechen mehr als 2 Milliarden Euro versteckt. Aber die Existenz der Liste hielten sowohl Griechenlands Minister als auch die Beamten der Troika geheim und verhinderten so Ermittlungen.
2012 spielte ein Insider die Liste einem Journalisten zur Veröffentlichung zu. Seitdem kursiert sie unter dem Namen Lagarde-Liste. Christine Lagarde ist heute Chefin des IWF. Die Lagarde-Liste erreichte unser Land im Herbst 2010. Wie viele dieser mutmaßlichen Steuerhinterzieher wurden bis heute verfolgt, nach 4 Jahren? 2062 Das sind insgesamt 2062 Namen. Im Januar 2014 teilte der Leiter der Ermittlungsbehörde, ein enger Freund des Ministerpräsidenten, auf Anfrage mit, dass bei 6 Personen Kontrollen durchgeführt wurden. Ein vollkommen unbegreifliches Ergebnis, das jedoch leicht zu erklären ist. Denn auf dieser Liste befinden sich Politiker, Verwandte von Politikern, genau diejenigen, die mit dem griechischen Filz verbunden waren. War es nicht eines der Hauptziele der Reformprogramme der Troika für Griechenland, die Steuerflucht der Reichen zu stoppen? Das stand nur auf dem Papier. Während das Verfahren im Untersuchungsausschuss lief, in dem es um die Namen auf der Lagarde-Liste ging, stellte sich verblüffenderweise etwas heraus. Der Vertreter des Internationalen Währungsfonds, der im Finanzministerium abgestellt war, hatte den zuständigen Beamten davon abgeraten, genauer auf die Fälle und die Liste zu schauen. Looking more into the case and looking more into the list. Die Kapitalkräftigen bleiben nicht nur steuerfrei. Sie können auch wertvollen Staatsbesitz zum Spottpreis erwerben. So wie das Ellinikon-Gelände in Athen, wo einst der alte Flughafen und später die teuren Olympiastadien waren. 3-mal so groß wie Monaco, 4 Kilometer Strand. Höchst begehrtes Bauland. Doch der auf Geheiß der Troika eingerichtete Treuhandfonds steuerte die Auktion so, dass nur ein einziger Bieter blieb. Die Firma Lambda, die zum Konzern des griechischen Oligarchen Spyros Latsis gehört und hier für den lukrativen Weiterverkauf an die Tourismusindustrie wirbt. Sie erhielt das Gelände, dessen offizieller Schätzwert bei 1,24 Milliarden Euro liegt, für weniger als die Hälfte. Das ist Plündern. Leider plündert eine kleine Clique das Land. Und es gab nur einen Bieter. Ein Privatisierungsprozess mit nur einem Bieter? Normalerweise würde man bei nur einem Bieter das Verfahren unterbrechen und sagen, okay, wir verkaufen 2 Jahre später. Nicht in Griechenland, nicht unter der Troika. Wer genau profitiert vom Verkauf des Ellinikon-Gebietes? Wer sind die Investoren? Ο κύριος Λάτσης, που μέσω της Lambda Development φαίνεται να αποκτά το ελληνικό. Herr Latsis und Lambda Development werden das Gebiet wohl bekommen. Und Herr Latsis ist derjenige, dem sozusagen die Eurobank gehörte. Und außerdem ist er mit dem EFG-Konzern eng verbunden, der wiederum mit dem höchsten ungeklärten Guthaben auf einem Schweizer Konto in Verbindung gebracht wird. Das wurde nie aufgeklärt, steht aber auf der Lagarde-Liste. Warum hat die Troika nicht eingegriffen? Das hätte sie doch gekonnt, oder? Die Troika hat im Wesentlichen diese kriminelle Politik unterstützt. Auf Kosten des öffentlichen Interesses, der griechischen Bürger, der griechischen Gesellschaft und auch auf Kosten der nächsten Generation. Die Troika verordnete den Krisenländern sogenannte strukturelle Reformen. Auch hier folgten sie einer plumpen Ideologie. Demnach sind die Menschen deshalb arbeitslos, weil ihre Löhne zu hoch sind oder der Kündigungsschutz zu starr ist. In Portugal wurden Kündigungen drastisch erleichtert, Abfindungszahlungen gestrichen, die Löhne sanken bis zu 20%. Und die Verbindlichkeit der Tarifverträge wurde einfach abgeschafft.
Zu Beginn der Finanzkrise galt für fast die Hälfte der portugiesischen Arbeiter ein Tarifvertrag. Jetzt gilt er für weniger als 6% der Arbeiter. Sie haben nur noch Einzelverträge. Das heißt, sie sind extrem verwundbar für jede Art von Druck ihrer Arbeitgeber. Das ganze System der Tarifverträge wurde aufgelöst? Komplett. Von der Hälfte auf 1/20. Eigentlich sollte dieses Programm die Wirtschaft ankurbeln und die Arbeitgeber begeistern. Aber hat es den Unternehmen wirklich geholfen? Die Löhne in Portugal sind nicht hoch. Man muss sich nur den Mindestlohn ansehen. Er liegt in Portugal bei monatlich 485 € und das Durchschnittseinkommen bei 1.000 €. In der Tat, in Portugal hält man die Niedriglohnpolitik für veraltet. Was genau haben Sie den Vertretern der Troika gesagt? Unsere Erkenntnisse. Wir haben sie der Troika wiederholt mitgeteilt. Sie haben uns zwar angehört, aber fast nichts von dem in Angriff genommen, wozu wir geraten haben. Sogar der hiesige Präsident des Arbeitgeberverbandes sagte uns, dass die Lohnkosten und das Arbeitsrecht eigentlich gar nicht das Problem seiner Mitgliedsunternehmen wären. Viele dieser Arbeitsmarktreformen waren sehr hilfreich für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmungen. Aber es geht nicht nur um Arbeitskosten und Arbeitsrecht. Eigentlich sollten die Arbeitsmarktreformen ja dafür sorgen, dass mehr Menschen Arbeit finden. Aber im wirklichen Leben ist dann oft das Gegenteil passiert. Also wir haben zum Beispiel mit dem Fahrer eines großen Transportunternehmens gesprochen. Und er hat erzählt, naja, ich verdiene jetzt viel weniger als vorher. Als Busfahrer brachte man am Monatsende 1.300, 1.400 € nach Hause. Das Durchschnittsgehalt eines Fahrers mit Überstunden. Jetzt kommen wir höchstens auf 900. Ist denn wenigstens der Arbeitgeber glücklich damit und investiert in neue Busse oder neue Linien? Nein, so funktioniert das nicht. Es gibt keine Neueinstellungen mehr. Und uns werden die Überstunden schlechter bezahlt. Die, die da sind, arbeiten einfach mehr. Hat nicht dann diese Art von Arbeitsmarktreform, die dafür einfach sorgt, dass die Leute für weniger Geld mehr arbeiten müssen, genau den gegenteiligen Effekt? Also senkt Beschäftigung statt steigert Beschäftigung? Das ist, was die Wirtschaft schlussendlich braucht, um wettbewerbsfähig zu sein. Aber ich meine, ich hätte in Ihren Berichten gelesen, die Löhne sind bisher um durchschnittlich 8% gesunken, aber sie seien noch nicht genug gesunken. Man muss sich ja überlegen, wenn dann macht Portugal das und dann machen die Konkurrenzländer das und so entfaltet sich dann europaweit oder womöglich weltweit so eine Art Lohnsenkungswettlauf, was die Amerikaner Race to the Bottom nennen. Also wo ist denn dann mal Schluss? Also wann verdienen denn die Arbeitnehmer mal wenig genug, dass man sagen muss, also hier muss jetzt mal Schluss sein? In der Situation, in der sich Portugal im Moment befindet, muss die Wettbewerbsfähigkeit des Landes hergestellt werden. Ich habe in einem Reisebüro gearbeitet. Und das wurde geschlossen? Nein, aber ich war die Jüngste dort, die natürliche Wahl. Die Jüngste wird als Erste entlassen. Und jetzt bin ich arbeitslos. Ich bin auch arbeitslos. In welchem Beruf haben Sie vorher gearbeitet? Ich bin Wirtschaftsingenieur. Die meisten Jobangebote, die ich finde, liegen noch unter dem Arbeitslosengeld. Es ist unerträglich. Ich kann es mir nicht leisten, ein Kind zu haben. Bei 550 € im Monat? Ich schaffe es kaum, mich selbst zu ernähren. Alles liegt bei 400 €, maximal 500. Was angeboten wird, sind Jobs für einen Mindestlohn. Oder noch weniger. Meistens gibt's nicht mal den Mindestlohn. Wenn man die Annoncen liest und alles durchrechnet, bekommt man nicht einmal den. Es ist völlig normal, dass man eine qualifizierte Arbeit für 500 € angeboten bekommt. Sogar für Akademiker? Selbst für einen Akademiker, ja.
Die Familien haben viel investiert in das, was als eines der größten portugiesischen Probleme galt: Qualifikation und menschliche Ressourcen. Wir haben also eine Menge investiert in Universitätsabschlüsse, mit großen Fortschritten. Und jetzt gibt es plötzlich keine Arbeit mehr für all diese Jugendlichen. Auch für die Hochqualifizierten nicht? Vor allem für die Hochqualifizierten nicht. Und weil man gleichzeitig die Löhne drückt, nicht investiert, finden sie keine Arbeit und emigrieren. Das ist eine echte Flucht der Intelligenz. So beseitigen wir die Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum. Die Troika-Politik treibt die Bürger aus dem Land. Sie stehen Schlange vor den Konsulaten. Aber die Troika hätte auch ganz anders agieren können. Etwa die extremen Profite der privaten Betreiber von Brücken und Autobahnen kappen. Doch da ist nichts Relevantes passiert, berichtet Carlos Moreno, ehemaliger Richter am Rechnungshof. Und als Portugals Verfassungsrichter die Kürzungsprogramme für verfassungswidrig erklärten, wurden sie von der EU-Kommission als Politaktivisten bezeichnet. Die Juristin und Abgeordnete Isabel Moreira empört sich darüber. Auch in Irland, dem Musterland der Troika, müssen nur die kleinen Leute zahlen. Währenddessen kassierten Unternehmen wie Apple und Google allein 2011 rund 31 Milliarden Euro nicht versteuerte Gewinne in Irland. Das ermittelte der irische Ökonom James Stewart. Die Eliten werden geschont, der Mittelschicht und den Armen wird alle Last auferlegt. In Griechenland forderte die Troika Massenentlassungen. Darum wurde auch den 595 Putzfrauen der Finanzbehörden gekündigt. Monatelang protestierten sie dagegen mit einem Camp vor dem Finanzministerium. Ihre Ausdauer beflügelte den Protest und befeuerte den Wahlkampf. Der neue Finanzminister hat ihnen die Tür des Ministeriums wieder geöffnet und sie wieder eingestellt, denn ihre Entlassung sparte nicht einmal Geld, sondern verschaffte nur privaten Leiharbeitsfirmen Gewinne. Auch der Mindestlohn war radikal gekürzt worden. Und das unter Zwang der Troika. Die Troika, die damalige Regierung und der damalige Ministerpräsident Papademos waren der Ansicht, dass der Mindestlohn von 751 Euro brutto zu hoch war im Verhältnis zur Produktivität der griechischen Wirtschaft und folglich verringert werden musste. Die Gewerkschaften, aber auch die Arbeitgeber waren anderer Meinung. Es existiert ein Memorandum an die damalige Regierung. Dieses Schreiben, ich habe es hier, alle Sozialpartner haben unterzeichnet. Sehen Sie. Das wurde jedoch nicht berücksichtigt. Der Mindestlohn wurde verringert, per Regierungsdekret. Und das durchlief nicht das Parlament. Darüber wurde im Parlament nicht abgestimmt? Nein, weil man befürchtete, die Abgeordneten würden es nicht annehmen. Der Mindestlohn in Griechenland betrug seitdem 586 Euro im Monat. Die Senkung von 4,41 Euro auf 3,44 Euro pro Stunde drückte 3,5 Millionen Haushalte noch tiefer in die Armut. Die neue Regierung will jetzt zurück zum alten Satz. Wohnzimmer, Fernseher. Perfekt. Wenn Sie sich die Entwicklung in Griechenland ansehen, so hat unter anderem, nicht nur, aber unter anderem der exzessiv hohe Mindestlohn dazu geführt, dass im exponierten Sektor, im exportorientierten Sektor, es fast keine Beschäftigung mehr gab. Natürlich waren die Gewerkschaften dagegen. Aber das Interessante war, auch sämtliche Arbeitgeberverbände. Ich glaube, das sehen Sie falsch. Der zuständige Arbeitsminister wollte es dann auch nicht machen und hat uns berichtet, dass dann eben die Vertreter der Troika in der gemeinsamen Kabinettssitzung gesagt haben, also entweder ihr macht das oder wir zahlen die nächste Tranche nicht aus. Das war Politik per Erpressung. Ist sowas nicht auch ein Machtmissbrauch? Die Behauptung, dass der griechische Mindestlohn keinerlei ökonomischen Auswirkungen hatte und seine Beseitigung oder seine Senkung negative ökonomischen Auswirkungen hätte, ist absoluter Unsinn.
Da werden sie von den griechischen Kollegen ganz einfach hinters Licht geführt. Naja, also wenn das nur Gewerkschafter wären, dann wäre ich ja auch selber misstrauisch. Aber wenn es auch die ganz normalen, wenn man so will, Bankökonomen oder Ökonomen der Unternehmerverbände sind, die sagen, das hat alles nur schlimmer gemacht, dann komme ich doch ins Zweifeln. Also ich habe sowohl vom griechischen Finanzminister als auch von einer ganzen Reihe von griechischen Ökonomen was anderes gehört. Lohnfestsetzung, Tarifverträge, das Arbeitsmarktreform, Arbeitsmarktliberalisierung ist in allen Krisenländern Teil der Sanierungsprogramme. Und das Interessante daran ist, dass ja im geltenden europäischen Vertrag festgelegt ist, dass die EU-Kommission genau für Lohnfindung und Tarifverträge und Collective Bargaining nicht zuständig ist. Wie kann es sein, dass dieselben Kommissionsbeamten, die als Kommission dafür nicht zuständig sind, als Vertreter in der Troika sich mit dem Ding befassen, also, und dort eigentlich das Gegenteil tun von dem, was ihnen der EU-Vertrag aufträgt? Ist das nicht Vertragsbruch im Auftrag der Eurogruppe? Jetzt stelle ich Ihnen, ich nehme an, Sie wissen es genau und stellen daher eher suffisanterweise diese Frage. All das, was in diesen Krisenländern passiert ist, war ja nicht eine Aktivität im Rahmen des normalen EU-Gesetzgebungsverfahrens, sondern waren Maßnahmen, die im Rahmen der Eurogruppe, im Rahmen der Eurozone erfolgt sind. Und sie waren dort nicht als legislatives Organ oder legislativ vorbereitendes Organ, sondern als Experten für die Eurogruppe unterwegs. Ist es nach dem EU-Vertrag möglich, dass ein und dieselbe Person rechtlich zwei verschiedene Rollen einnehmen kann? Nein, definitiv nicht. Die Europäische Kommission ist die Hüterin der Verträge. Sie muss den Vertrag immer einhalten. Es kann nicht sein, dass die Kommission dann, wenn sie Teil der Troika ist, den Vertrag beiseite schiebt und alles machen darf. Das geht nicht. Sie muss unter allen Umständen den Vertrag einhalten. Und es ist ganz klar, dass sie das nicht getan hat. Das war keineswegs der einzige Übergriff in der legalen Grauzone. In Athen schwangen sich die Troika-Beamten sogar zu Gesetzgebern auf und erpressten die Minister. Hier, liebe Frau Minister, wir haben große Probleme. Der Text ist nicht akzeptabel. Zentrale Vorgaben fehlen. Unsere zahlreichen Kommentare und Vorschläge wurden ignoriert. Komplett durchgestrichen und neu geschrieben. Bis aufs letzte Wort. Nur, dass wir gewählte Staatsbeamte waren und Sie nur Bürokraten und Technokraten. 13 Monate lang war ich Minister. Es bedeutete mir alles, dass die Verhandlungen mit der Troika stattfanden. Meiner Meinung nach war Herr Thompson ein außergewöhnlicher Verhandlungsführer. Wie hat man Sie als gewählten Minister behandelt? Man kann sagen, ich wurde erpresst. Mein Land wurde gedemütigt. Eines Abends um 23 Uhr bekam ich von ihm einen Anruf. Es hängt von Ihnen ab, ob Griechenland die nächste Kreditrate über 8 Milliarden Euro erhält oder nicht. Und das geschah nur, weil Herr Thompson ein Symbol der Unterwerfung brauchte? Ja. Und Angst. Er wollte Angst und Unterwerfung. Er wusste es nicht wertzuschätzen, einen Minister eines souveränen Staates vor sich zu haben. Während der Verhandlungen hat er mir das Gefühl gegeben, ich sei der Vertreter eines Landes, das nicht einfach nur ein Schuldner ist, sondern ein korruptes Land. Ein Land der Faulpelze, der Unfähigen. Ich glaube, er nahm das Thema persönlich. Er wollte Rache und Demütigung und sich selbst Recht geben. Das Schlimmste, was einem Land passieren kann, ist, in die Hände von internationalen Bürokraten zu fallen, die glauben, besser zu wissen, was das Land braucht. Bis heute ist das Ausmaß der Intervention in Griechenland beeindruckend. Die Troika hat für Griechenland ein so detailliertes Programm entworfen, es ist ein komplettes Regierungsprogramm.
Ist es nicht im Allgemeinen sehr riskant, nicht gewählten Funktionären so viel Macht zu gewähren? Sie können tun, was sie wollen. Das ist ein riesiges Thema für Europa, weil wir diese, wie de Gaulle sie nannte, staatenlosen Technokraten haben. Ungewählte Beamte, die in Brüssel Entscheidungen treffen. Auch hier in Washington gibt es eine internationale Bürokratie. Ich nehme mich selbst davon nicht aus. Ich bin so weit weg von den Problemen. Ich war nie in Griechenland und habe die Probleme nicht vor Ort gesehen. Damit entsteht eine gefährliche Situation für ein Land, wenn so viele Entscheidungen über die Zukunft seiner Bürger in der Hand von Leuten liegen, die sich damit nicht auskennen. Nicht gewählte, nicht rechenschaftspflichtige und oft sogar inkompetente Beamte aus Brüssel treffen Entscheidungen über Menschen, mit denen sie nichts zu tun haben, vor denen sie sich nicht rechtfertigen müssen. Das funktioniert nicht. Wenn zum Beispiel Angela Merkel Grundsatzentscheidungen trifft, die dem griechischen oder portugiesischen Volk Leid aufzwingen, dann ist sie nur den deutschen Wählern verpflichtet. Und wenn man für die Europäische Kommission arbeitet, hat man einen Job fürs Leben und ist seinen Vorgesetzten Rechenschaft schuldig, aber nicht verantwortlich für das Leid, das man womöglich verursacht. Die Mehrheit des Europaparlaments hat all dem jahrelang tatenlos zugesehen und dann nach einer kurzen Untersuchung nur die eigene Machtlosigkeit beklagt. Die verantwortlichen Beamten wurden jedoch nicht zur Rechenschaft gezogen. Werden Sie sich denn jetzt im neuen Parlament, was ja gerade gewählt worden ist, für weitere Untersuchungen von zurückliegenden Fällen einsetzen? Es gab keine Untersuchung und es wird keinen Untersuchungsausschuss geben, weil es keinen Anlass für einen Untersuchungsausschuss gibt. Was wir getan haben... Das sehen viele Kritiker anders. Verstehe ich, aber man muss auch die Kompetenz dazu haben. Ja, gibt es denn gar keine Möglichkeit, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen für die Fehler, die gemacht wurden? Ich bleibe dabei. Die Tätigkeit der Troika war ein großer Erfolg. Die Tätigkeit der Troika war notwendig. Das sagt auch das Parlament mit einer breiten Mehrheit. Und zur Arbeit der Troika gab es nahezu keine Alternative. Wir müssen die Lehren aus den Fehlentwicklungen, die Lehren aus der Tätigkeit ziehen. Aber rückwirkend muss man sagen, das war die einzige Möglichkeit, die wir hatten, und die Erfolge geben uns auch recht. Das ist genau die Haltung der Regenten in Brüssel und Berlin, die die Menschen gegen dieses Europa aufbringt. Und darum haben die Griechen eine Regierung gewählt, die sich dagegen auflehnt. Europa, das war ein Begriff für Hoffnung auf bessere Zukunft. Selbstverständlich könnte man die Verantwortlichen der Troika, die sich jetzt die Institutionen nennen, zur Rechenschaft ziehen. Und vor allem könnte man nach dem Fiasko der Sparprogramme umschwenken und jetzt versuchen, durch neue Investitionen den Krisenländern wieder Zukunft zu verschaffen. Die Troika und ihre Auftraggeber drohen, Europa zu zerreißen. Wie lange noch sollen nicht gewählte Technokraten Macht ohne Kontrolle ausüben? Ohne Kontrolle durch die Parlamente und die Öffentlichkeit. Die Verantwortlichen des IWF, der EZB und der EU-Kommission haben die Antwort auf alle unsere Fragen verweigert.